Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe bauen wir eine Nasspalette für Acrylfarben. Nasspaletten sind für die Acrylmalerei optimal, da die Farbe darin wochenlang frisch gehalten werden kann, insbesondere wenn die Nasspalette im Kühlschrank gelagert wird. Wir verwenden für unsere Nasspalette eine alte Brotdose, deren Deckel relativ dicht schließt und nur wenig Feuchtigkeit entweichen lässt. Die Brotdose wird mit 4 bis 8 Lagen Küchentuch ausgelegt, dann kommt ein Blatt Backpapier darauf. Es ist wichtig zu beachten, dass das Backpapier unbeschichtet ist, damit Feuchtigkeit aus den Küchentüchern durch das Backpapier in die Farben eindringen kann. Jetzt wird die Nasspalette mit frischem Wasser befüllt. Und überschüssiges Wasser anschließend wieder abgegossen. Mit dem Finger oder einem breiten Pinsel streichen wir Falten und Luftblasen aus der Palette heraus, damit die Farben nachher schön eben auf der Palette aufliegen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Farben von unten immer schön befeuchtet werden und frisch bleiben. Beim Befüllen der Nasspalette orientieren wir uns am Farbkreis, der uns später auch beim Mischen der Farben behilflich sein wird. Wir beginnen, indem wir oben in der Mitte des Farbkreises eine kleine Menge Pigment Blau Nummer 28 setzen. Gleich daneben setzen wir einen Klecks von Titanweiß. Weiter rechts unten folgt Pigment Rot 255, in diesem Fall Zinnoberrot von Schminke. Direkt gegenüber von Blau setzen wir Umbra gebrannt, Pigment Braun Nummer 7. Auf der 8 Uhr Position setzen wir Vanadium Gelb Dunkel, Pigment Gelb Nummer 184. Zuletzt setzen wir noch Elfenbein Schwarz, Pigment Schwarz Nummer 9 neben den Farbkreis und dann kann das Malen beginnen. Aus gleichen Teilen der Primärfarben Blau und Rot mischen wir jetzt die Sekundärfarbe Violett, die auf dem Farbkreis genau in der Mitte zwischen Blau und Rot liegt.
Aus gleichen Teilen Rot und Gelb entsteht die Sekundärfarbe Orange, die wir auf der 6 Uhr Position, also genau gegenüber von Blau, anordnen. Auf dieser 6 Uhr Position liegt ja bereits unser Umbra gebrannt, direkt unter dem Orange. Aus gleichen Teilen Blau und Gelb mischen wir die Sekundärfarbe Grün, die wir auf 10 Uhr platzieren. Nun ist die Nasspalette so vorbereitet, dass wir mit dem Mischen und Malen beginnen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.